Der Deckel war nicht zu. Leck mich doch. Draufdrücken. Moinsen. Guck das zu, Benny. Boah, jetzt ist mir gerade der Kaffee übers Hemd gelaufen, weil der Deckel nicht richtig zu war. Ich habe mir hier an der Bäckerei einen Kaffee geholt, ne? Und die hat den Deckel nicht richtig drauf gedrückt und ich wollte jetzt trinken und ist alles unter dem Deckel rausgelaufen. Und jetzt habe ich alles auf dem Hemd. Ah, das muss jetzt wieder sein. Der ganze Kaffee auf dem Hemd und auf der Hose, auf dem Sitz, aber wenn der Sitz ist ja ein Ledersitz, den kann ich abwischen, aber jetzt habe ich die Kaffeeflecken auf die Klamotten und es dauert Stunden, bis ich jetzt zu Hause ankomme, dass ich die Klamotten wechseln kann. Und Kaffeeflecken gehen eh so schwer raus. Links halten und auf der Schillerstraße bleiben. Am Stadtpark. Moinsen. Wir sind jetzt noch auf der deutschen Seite von Skorzelec oder Görlitz. Boah, ein Kaffee verschüttet. Das hat jetzt wieder sein müsst. Ja. Sag mal, seit wann fahren Linksabbieger zuerst? Mann. Das geht ja schon wieder gut los, die Tour. Der Kaffee auf die Klamotten geschüttet. In 400 Metern rechts abbiegen in die Straße am Stadtpark. Jetzt sehen wir gleich ob an der Grenze, was los ist. Rechts abbiegen in die Straße am Stadtpark. Ja, da bräuchte ich jetzt eigentlich kein Navi. Die Strecke hier bin ich schon 100.000 Mal gefahren. Aber ich habe schon das Endziel eingegeben, wo ich hinfahre. Und sonst müsste ich das später eingeben. Rechts abbiegen in die Straße Ulika Golnutzi. Weil bis dahin, wo wir hinfahren, weiß ich ja auswendig die Strecke selbst, aber dann die Adresse, wo ich hin will, die habe ich jetzt schon eingegeben und jetzt plappert mir das Navi die ganze Zeit hier dazwischen, aber ich bin ja gespannt, ob es mich auch tatsächlich so schickt, wie ich fahren würde, wenn ich alleine fahren würde. Ja, guck da. Ja, da vorne staut es ein bisschen, aber das liegt eher am Kreisverkehr, nicht an der Kontrolle. In 200 Metern rechts abbiegen in die Straße Ulika Golnutzi. Schauen wir mal, was kostet hier der nächste Sprit? Straße links abbiegen. Benzin 5,79 und
Diesel Rechts 587. abbiegen in die Straße Ulika-Wolnoci, dann in die nächste Straße links abbiegen. Also das Diesel ist hier teurer. Oh, 4,6. Und der aktuelle Tageskurs ist 4,16. Links abbiegen in die Straße Ulika-Partizanto. Ja, der will hier umdrehen. Also der Tageskurs waren 4,16 und hier an der ersten Tanke war jetzt das Benzin bei, was habe ich gesagt, 5,79 Zloty und Diesel bei, In 400 Metern links abbiegen in die Straße Ulika-Barstsavska. von welcher Ampel faselt die da? Mann. Erst verschüttet man der Kaffee, dann nimmt man ja die Vorfahrt, jetzt funktioniert die scheiß Konnexion nicht. Ich verstehe nicht, was das wieder ist. Sonst habe ich hier immer Verbindung. Normal habe ich auf der deutschen Seite keine Verbindung. Das soll einer verstehen. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und in die Straße Ulika-Lubaska Imamsberg, fahren. Diesel in Euro. Diesel. Ja, das waren jetzt 5. Das Diesel waren jetzt 5 Zloty 87. Das war jetzt hier aber die teuerste Tankstelle, weil wenn man von der deutschen Seite über die Brücke rüberkommt, die Tanke, die hat immer ein bisschen mehr als wie die anderen. Und hier haben wir, links haben wir eine BP, die ist auch immer teurer, da brauchen wir auch nicht schauen. Da gucken wir an, da kostet Diesel sogar 5,94 Zloty und das Benzin über 6 Zloty. In 7,5 Kilometern rechts abbiegen in die Straße Akanat-Nüs. Also das ist definitiv eine teure Tanke hier, diese BP. Und die direkt an der Grenze ist auch immer ein bisschen mehr. Wenn man in Skorzelec billig tanken will, dann fährt man zu der Diskont. Heißt die ist auf der anderen Seite, wenn man da wo wir jetzt links abgebogen, ich weiß jetzt die Adresse von der Diskont nicht, aber wir fahren jetzt hier, gleich an der billigen Tanke vorbei. Ich weiß, da kommt jetzt gleich eine, die ist billiger wie die anderen auch. Das ist jetzt hier Richtung Pinsk, Zagan. Oh, jetzt ist hier plötzlich Nacht oder wie? Also, Licht an. In Polen mit dem Tagfahrlicht. Aber wenn es hier so düster ist, jetzt aufs richtige Licht umschalten. Was Tagfahrlicht geht bei mir nur nach vorne raus. Ihr wisst, beim Volvo Lastwagen, da ist das Tagfahrlicht komplett, das Standlicht an, also auch hinten die Rückleuchten an. Aber hier bei meinem Fahrzeug, da habe ich nur nach vorne raus ein Tagfahrlicht, wie die meisten da. Ich weiß gar nicht, ob Volvo PKWs das auch so hat, dass beim Tagfahrlicht die Rückleuchten mitleuchten. Aber ich nehme mal an, wenn die das beim Lastwagen machen, dass das dann auch beim PKW so ist. Das macht bei die Volvos auch Sinn, weil in Schweden oben, die liegen ja nördlicher, da ist es länger dunkel wie bei uns.
Und deshalb haben die, ich glaube, die haben sogar dieses ganze mit nichts Glück. Links sehe ich gerade, jetzt sind wir gerade über die Autobahn gefahren, Richtung Deutschland. Und da ist ja auf dem Parkplatz an der deutschen Grenze auch eine Kontrollstation. Und da war jetzt heute kein Stau. Ich konnte bis an die Grenze vorsehen, jetzt von dieser Brücke aus. Da war also null Stau. Das hat man hier auch selten. Normal, wenn ich hier lang fahre, staut sich immer bis zur nächsten Abfahrt zurück. Weil ich fahre normalerweise, also die Strecke hier fahre ich selten. Und normal fahre ich immer die andere Strecke ins Gewerbegebiet noch. Aber da muss ich jetzt heute nicht hin. Und dort kommt noch einmal eine Brücke über die Autobahn und bis dorthin staut sich zurück und das sind dann locker mal 3 Kilometer. Ne? Aber heute null. Ja, es ist noch früh am Tag. Da habe ich fest, nee, so früh am Tag ist es gar nicht mehr. Ich bin schon wieder 2 Stunden unterwegs, wie die Zeit vergeht, Mann. Gerade eben habe ich noch gefrühstückt und bin losgefahren und jetzt sind schon wieder 2 Stunden rum. Es ist bald wieder Mittag und ich denke immer noch, es wäre früh. Und hier links ist ein Reifenhändler, habt ihr ja gesehen jetzt vielleicht. Und jetzt müsste bald diese Billigtanke kommen, von der ich vorhin erzählt habe. Da rechne ich dann auch gleich nochmal um. Also den Ortsnamen spreche ich jetzt nicht aus, weil den spreche ich garantiert falsch. Und hier ist jetzt, laut meinem Ding, ist jetzt da direkt die Bäume links, also die Bäume hier, die sind noch Polen und dann kommt ein Graben und die anderen Bäume auf der anderen Seite vom Wassergraben, die sind dann schon Deutschland. Hier fahren wir jetzt also direkt an der Grenze lang und nach der Kurve jetzt kommen wir dann wieder von der Grenze weg. Ich sehe das hier auf meinem GPS, da zeigt es mir die Grenze als dicken grauen Strich an. So, und jetzt macht die Grenze hier einen Linksbogen und jetzt entfernen wir uns wieder. Ja, die Strecke hier, die hat mehrere Kurven und so. Aber ich fahre eigentlich an und für sich gern hier lang. Aber es kommt halt selten vor, weil in die Richtung habe ich eben seltener zu tun. Und da, wo wir jetzt heute hinfahren, hier gibt es auch nach dem anderen. Das ist Wahnsinn. Was ich am Erzählen war, da wo wir jetzt heute hinfahren, vor der Stadt, da war Krieg. Rechts abbiegen in die Straße Akanatmüs. Rechts abbiegen in die Straße Akanatmüs. War eben The Great Escape. Ja, Rechts abbiegen in die Straße Akanatmüs. Dieser Film war eine Begebenheit und diese wahre Begebenheit dort in diesem Stalag Luft 3 351 Folgen. In diesem Stalag Luft 3 ereignet. Da gibt es heute noch ein Museum und den Tunnel, den die da gegraben haben, also man kann nicht in den Tunnel rein, weil der ist ja längst eingestürzt. Aber wo der Tunnel war, das ist noch zu sehen. Und da habe ich damals auch ein Video gemacht. Ich war da 2022 in diesem Museum dort. Wer sich für Sachen interessiert, kann ja mal in meiner Playliste Sightseeing reinschauen auf meinem Kanal. Da müsste das dann ein Video sein, wo in der Überschrift steht Great Escape.
Und da habe ich also dieses Museum da besichtigt. Da haben wir 3 oder 4 Videos davon gemacht, so um die 8 bis 10 Minuten lang. Und dann war noch das Stadtschloss, was ich besichtigt habe, auch nur kurz außenrum, ein paar Minuten. Wenn ihr euch für so Sachen interessiert, also die Playliste Sightseeing würde ich euch da empfehlen. Und weil wir gerade davon reden, in meinem Kanal, da gibt es noch andere, also von diesen Playlisten, von diesen Sightseeing-Videos, da mache ich vielleicht 2 im Jahr, ne? Oder 3, kommt drauf an. Da gibt es also nicht nur so alte Burgen oder so zu sehen, sondern auch Museen. Ich war schon im Panzermuseum und im Militärmuseum, im DDR-Museum in Karlau zum Beispiel auch oder da bei Cottbus war mal so ein Fliegerhorst, da war ja auch. Ja, und so Sachen gibt es da halt in dieser Playliste zu sehen. Und ich habe dann auch noch andere Sachen, zum Beispiel Oldtimer-Videos, da kommen jetzt nächste Woche ein paar Oldtimer-Videos, die ich im August gedreht habe, wo ich auf verschiedenen Oldtimer-Veranstaltungen war. Und ihr seht schon, das war im August und jetzt im Oktober gehen die Videos online, weil ich habe da einfach auch nicht so die Zeit. Und hier ist jetzt diese billige Tanke, ne? Ja gut, so billig sind die heute nicht mit fürs Diesel 5,97. Das ist jetzt der gleiche Preis wie an der Grenze vorhin. Und was haben wir gesagt? 4,16. 4,16 war der Kurs. Und jetzt ist irgendwie mein Taschenrechner verschwunden. Ich weiß nicht, wo der wieder hingekommen ist. Naja, was habe ich gesagt? 5,97 geteilt durch 4,16. Dann haben wir 1,43 Euro, 1,43 der Diesel. Gut, für deutsche Verhältnisse ist das immer noch billig, ne? Aber ich habe es auch schon billiger gesehen. Ich habe vorige Woche eine gesehen, da waren es bei 5,45. Das ist also nochmal ein halber Swati weniger gewesen. Ja, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ach so, ja, wegen meinem Kanal, also was ich so für Videos mache. Es gibt natürlich auch Fahrvideos wo ich nur die Dashcam mitlaufen habe lassen, wo ich dann irgendwelche Strecken fahre. Zum Beispiel gibt es in dieser Playlist Roadview ein Video, wo wir schon mal nach Zagaden gefahren sind, aber mit der alten Kamera, also die Bild- und Tonqualität ist da noch nicht so toll gewesen wie heute. Ne? Ja, man muss halt dazu sagen, manche von meinen Videos sind so 10 Jahre alt oder so, ne? Und damals war halt auch die Technik nicht so besonders. Den Kreisverkehr an der 4. Ausfahrt verlassen. Ja, ich lasse die aber trotzdem drin, die Videos. Ja, und das sind dann reine Fahrvideos, die dann auch manchmal mit Musik unterlegt sind, wo also nichts dazu sage. Dann gibt es noch Fahrvideos, wo ich über irgendwelche Themen noch referiere, unterwegs zum Beispiel über Fahrverbote in Polen, also Sonntagsfahrverbote für Lastwagen und so Zeug. Ja, und da gibt es verschiedene Sachen. Wenn es ein Thema ist, was über LKWs und so weiter ist, dann findet ihr das in der Playliste Trucking. Und wenn es ein allgemeines Thema ist, dann in der Playliste Drive and Talk. Dann habe ich natürlich noch Reisevideos, zum Beispiel vom Roadtrip nach Marokko ist eine Videosequenz. Den Kreisverkehr an der 4. Ausfahrt verlassen und in die Straße ja, und hier lecker fahren.
hier haben wir jetzt die billige Tankstelle, die Vatis, da war jetzt das Diesel bei Den 5,76. Kreisverkehr verlassen. Das ist also deutlich billiger als wie das andere mit 5,97. Und auf dem Rückweg werde ich dann auch hier anhalten. Was habe ich jetzt Der gesagt? Straße 5,76. Lecker folgen. Ja, 5,76. Das wäre also 1,38. Das ist also 5 Cent pro Liter billiger als wie in der anderen Tanke da vorne. Also die Vatis, die könnt ihr euch mal merken, weil die Vatis, die ist immer billiger wie die anderen. Und das ist hier die 3,51, wenn man vom Skorzelec Richtung Zagan fährt. Und das sind bloß ein paar Kilometer. Und der Ort hier, der heißt Pinsk, P-I-E-N-S-K geschrieben. Und da die Tankstelle Vatis, also wenn ihr da mal in der Gegend hier unterwegs seid oder wollt billig tanken, fahrt dorthin. Ja, und was ich noch sagen wollte, also wenn ihr euch für so Sachen interessiert, was ich jetzt gerade erwähnt habe, was ich auf meinem Kanal so mache, dann könnt ihr ja jetzt gleich den Abo-Knopf drücken da. Abonnieren kostet nichts. Und jetzt sehe ich nicht vorbei hier. Jetzt muss ich hinter dem Moped hierher schleichen. Aber es reicht mir nicht zu sehen, wenn da immer die Kurven sind. Und hier darf ich jetzt auch nicht. Und da kommt schon wieder einer. Immer wenn ich nicht darf, kommt keiner. Und wenn ich dann wieder darf, dann sieht man nichts oder es kommt einer. Aber das ist immer das Gleiche. Ne? So, hier wäre es jetzt lang genug. So, und hier fahren wir mal jetzt an dem Moped da vorbei. Und ab hier dürfte ich jetzt eigentlich schon nicht mehr, aber das war jetzt wieder perfekt. Das war jetzt wieder perfekt. Genau an der Stelle ist dann die durchgezogene Linie. Aber rausgefahren bin ich noch vorher. So, und jetzt sind wir hier links, steht das Ortsschild Pinsk. Die Strecke haben sie hier neu gemacht, guck an. Das sind noch nicht mal Linien aufgemalt. Früher war das hier auch so eine richtige Holperpiste, so ein richtiges Waschbrett. Da wurde man richtig durchgeschüttelt und das haben die jetzt, ja, das müssen sie dieses Jahr erst gemacht haben, weil das kenne ich noch gar nicht, weil ich bin jetzt hier schon ein paar Monate lang nicht mehr lang gefahren, hier diese Strecke. Das ist jetzt selbst für mich neu. Aber das ist auch richtig schön, jetzt hier zu fahren. Ich habe überlegt, was das für eine Vollbahnstrecke war früher. Jetzt sind wir in Steuernhof. Ja, und wer jetzt neu dazugekommen ist und das nicht von Anfang an mitgekriegt hat, wir sind jetzt hier unterwegs von Skorzelec nach Zagan auf der 351. Das ist hier auf Kreisstraßenniveau, weil es ist gelb, die Nummern sind gelb, also ist es nicht, weil die Bundesstraßen, die haben rote Nummern.
Und wir sind in Polen unterwegs, wer es nicht weiß. Und ich habe jetzt noch keine Kommentare beantwortet, weil ich kann nicht während der Fahrt nicht lesen, weil ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Ich mache das dann aber, wenn ihr dran bleibt bis zum Schluss, dann, wenn wir ankommen, da wo wir hinwollen, dann halte ich da kurz auf dem Parkplatz an und dann tue ich, wie sonst auch auf meinen Livestreams, die Kommentare beantworten. Also es bleibt nichts unbeantwortet. Ich kümmere mich da schon drum, sobald ich Zeit habe dazu. Aber wie gesagt, während der Fahrt ist das halt schlecht. Ja, und nach meinem GPS hier sind es noch 45 Kilometer bis zum Fahrziel. Es dauert also noch eine Weile. Wenn ihr so lange Geduld habt, bleibt da dran. Wenn ihr ein bisschen spazieren fahren wollt oder zugucken wollt. Und hier ist das Ausbaustück schon wieder zu Ende. Da haben wir jetzt hier wieder die alte Straße mit den Löchern. Und hier wird noch gebaut. Aha. Das ist ja sehr erfreulich. Da fehlt jetzt auf meiner Fahrspur noch Baustellenlaster sein und da da vorne sind sie am Arbeiten. In Polen wird auch am Samstag gearbeitet auf Straßenbaustellen. Es funktioniert überall, nur bei uns nicht. Und dabei fahren oder irgendwie eine Bundesstraße, sondern nur eine Kreisstraße. Und jetzt bin ich mir aber nicht sicher, wie es da vorne weitergeht. So. Ja, jetzt haben wir ein Funkloch gehabt. Da halt, schade, dass ihr das jetzt nicht gesehen habt. Da war jetzt die Baustelle, die Straße gerade neu machen. Dazwischen drin war noch ein Stück Waschbrett, wo sie noch nicht fertig waren mit Erneuerung. Und hier fahren wir wieder auf ein neues Stück. Und jetzt kommt hier wieder das Waschbrett. Hier ist es noch nicht, hier ist nur geflickt links. Schade, dass es hier jetzt mit den Funklöchern so ist im Wald. Schade, dass das nicht besser funktioniert. Normal kenne ich das von Polen aus so, dass da immer guter Empfang ist. Ne? Aber gut, wir haben hier auch überall die Bäume, die hohen, die schirmen vielleicht ein bisschen ab, kann schon sein. Das ist halt das Risiko, wenn man unterwegs einen Livestream macht mit Mobilfunk, kann das auch mal abreißen. Und danke an diejenigen, die dabei geblieben sind, Geduld hatten. Und wer neu dazugekommen ist, ja, wir sind hier auf der 351 von Skorzelec Richtung Sagan unterwegs. Auf einer Nebenstrecke, also eine Kreisstraße würde ich das als bezeichnen hier. Es gäbe auch eine andere Möglichkeit, über die Autobahn, kurz über die A4 ein Stück zu fahren und so, aber da hätte ich dann Maut bezahlen müssen, da habe ich keinen Bock drauf. Und die Straße ist ja jetzt eigentlich auch schön ausgebaut, immer wieder stückweise, noch nicht fertig, aber ja, man sieht ja, dass es in Arbeit ist. Und was ich auch vorhin gerade noch erwähnt habe, als die Verbindung weg war, die haben
den alten Asphalt, den sie abgefräst haben, haben die zerkleinert und da tun sie jetzt rechts und links von der Straße die Bankette damit auffüllen. Das ist ja auch eine gute Idee, das alte Material so wieder zu verwenden. Ja, jetzt sind wir wieder auf der alten Straße. So schnell wechselt das hier abschnittsweise. Ja, die bauen halt wahrscheinlich auch abschnittsweise, weil sie nicht alles am einen Stück machen können. Das wäre sonst zu lang, die Baustelle. Macht durchaus Sinn mit den Abschnitten. Und hier wurde es ja schon mal geflickt, wie man sieht. Also ist okay so. Die schlimmen Stücke machen sie zuerst, das finde ich ja schon mal gut. Und bis zu unserem Fahrziel haben wir jetzt noch 36 Kilometer laut GPS. Sind wir also noch, sagen wir mal, 40 Minuten unterwegs, weil so schnell kann man hier ja auch nicht fahren, weil immer wieder die Baustellen sind und Ortsdurchfahrten und so weiter. Und außerdem dürfte ich hier nur 70 fahren. Ich fahre schließlich einen Truck und da gelten in Polen 70 auf der Landstraße. In Deutschland dürfte 80. Und für PKWs gilt 90 in Polen auf der Landstraße. Ja, nicht genau halten die Polen das nicht ein. Ja, ich fahre jetzt hier ein bisschen schneller als die 70. Und jetzt müssen wir aufpassen, da müssen wir jetzt links, da kommen wir jetzt auf die Hauptstrecke. Da geht es rechts nach Luban. Das ist die 296. So, und jetzt muss ich erstmal hier mich so aufbauen, dass ich in beide Richtungen schauen kann. Das haben wir bei der Klasse 3 schon so gelernt. Immer im 90-Grad-Winkel an die Hauptstraße ranfahren, dann kann man nach links und nach rechts schauen. Und für mich im Kastenwagen ist es natürlich noch wichtiger, weil ich ja hinten keine Fenster habe, durch die ich mit dem Schulterblick durchschauen könnte. Da muss man erst recht im 90-Grad-Winkel an die Hauptstraße ranfahren. Aber offenbar lernt man das heutzutage nicht mehr in der Fahrschule. Weil ich sehe viele, die spitzwinklig rausfahren und dann einfach losfahren und der andere wird schon bremsen. Ne? Das sehe ich so oft und und wer von euch Dashcam-Kanäle schaut, wie DDG oder so, der hat das bestimmt schon auch gesehen oder auch selbst miterlebt, dass er bremsen musste wegen so einem Heini, der einfach rausfährt, ne? Ohne zu schauen. So nach dem Motto, ich sehe nichts, also wird schon frei sein. Und mit abknickender Vorfahrt, das scheint heute auch niemand mehr zu verstehen. Da wird mal regelmäßig die Vorfahrt genommen oder ich werde angeguckt, wenn ich meine Vorfahrt in Anspruch nehme. Ne? Weil die Leute es irgendwie nicht kapieren, dabei ist es so einfach, weil wenn man dem dicken Strich folgt, hat man Vorfahrt. Ne? Wenn man den dicken Strich verlässt, wenn der dicke Strich zum Beispiel, wenn es jetzt eine Kreuzung ist mit 4 Richtungen, ne, und der dicke Strich geht nach links und man fährt nach rechts, dann hat man gegenüber von dem, der von links kommt, auch Vorfahrt. Weil der ist ja in dem Fall quasi ein Linksabbieger. Ne? Man muss sich das einfach ausgestreckt vorstellen, ne? Wenn man den dicken Strich, die Kurve da gerade zieht und dann sieht man ja, wer da dann... aber so weit denken viele nicht. Ne? Weil von dem aus, der von der linken Seite kommt, ist ja der von der Vorfahrtsstraße von rechts kommt, rechts vor links, dann muss der rechts kommt zuerst fahren. Ne?
Liegt es daran, dass in den Fahrschulen heutzutage